München war die Stadt der Bewegung. Und München war die Stadt von Ideologie und Propaganda. Die Geschichte des Nationalsozialismus ist nicht nur eine Geschichte staatlicher und wirtschaftlicher Gewalt. Während sich das Machtzentrum des nationalsozialistischen Staates ab 1933 nach Berlin verschob, blieb München der Sitz des riesigen Parteiapparats der NSDAP. München war damit das Zentrum von NS-Ideologie und Propaganda. Propaganda ist für den Faschismus zentral. Sie verdeckt ästhetisch die realen gesellschaftlichen Widersprüche und mobilisiert die konstruierte Volksgemeinschaft zu Krieg und Genozid. Auch PropagandistInnen haben Namen und Adressen. Eine ganz besonders zentrale Adresse ist die Schellingstraße 50, in welcher die Franz-Eher Nachfolger GmbH ihren Sitz hatte. Hier wurde die tägliche Ausgabe des Völkischen Beobachters produziert und das in Millionenauflage erschienene Mein Kampf herausgegeben. Zentrale Ideologen und Organisatoren des Nationalsozialismus waren hier tätig. Alle MitarbeiterInnen tragen direkte Verantwortung für die Vorbereitung und Legitimierung der Shoah, des Porajmos und des Nationalsozialismus mitsamt seiner Ideologie sogenannter unwerter Leben. Entnazifizierung jetzt. Die Rolle der Medien ist auch heute zentral, da die Struktur der Öffentlichkeit den Prozess der autoritären Formierung massiv unterstützt. Natürlich heißt das nicht, dass die Medien heutzutage mit denen in der NS-Zeit vergleichbar wären. Aber auch heute brauchen wir Entnazifizierung. Extrablatt! Extrablatt! Die Nazis von der AfD sind Dauergäste in Talkshows. Betroffene kommen kaum zu Wort. Migrantifa-News! Rassistische Skandalberichterstattung über sogenannte Ausländerkriminalität ist allgegenwärtig. Die unkritische Übernahme von Polizeiberichten dominiert die Presse und zeichnende Journalisten produzieren nach wie vor antisemitische Karikaturen und werden dafür mit Orden und Preisen belohnt. Wo kritisch berichtet wird, gibt es pathologisierende Einzeltäterdarstellungen oder Skandalberichterstattung. Rassismus, Antifeminismus und antisemitische Verschwörungswahn werden heute über rechte Kanäle auf Facebook, YouTube und Discord verbreitet und müssen entschlossen bekämpft werden. Gerade in Zeiten der Neuformierung dieses Milieus unter der Ägide der Corona-Rebellen brauchen wir dringend eine umfassende, antirassistische und antifaschistische Mediengestaltung. Mediengestaltende sollten sich an den Richtlinien der rassismus- und diskriminierungskritischen neuen deutschen MedienmacherInnen orientieren. Nicht Nazis brauchen Sprechzeit und Kanäle, sondern Antifaschistinnen und vor allem Betroffene. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda.